Was geht ab, Leute? Euer Kossi und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, eine etwas ungewohnte Location hier. Wir sind nämlich am Düsseldorfer Flughafen. Ich bin mit Sergio unterwegs, Sergio hinter der Kamera. Schöne Grüße. Wir begeben uns jetzt auf den Weg nach Italien. Wir fliegen erstmal nach Mailand. Von Mailand fliegen wir nach Bari. Wir sind der Einladung von Alfa Romeo gefolgt. Die haben uns nämlich eingeladen, um die neuen Alfa-Modelle, die im Jahr 2020 auf den Markt kommen, also der neue Stelvio und die neue Giulia, die werden wir uns dort anschauen. Ist quasi ein Presseevent, wo wir als Erste die Möglichkeit haben, einen Blick auf die Autos zu werfen. Deswegen sind wir sehr, sehr, sehr gespannt. Sind auf jeden Fall dankbar für die Einladung. Ihr wisst ja, ich bin als Markenbotschafter für Alfa Romeo schon seit 2 Jahren für Alfa unterwegs. Bin quasi ein Alfisti geworden. Bin super happy mit dem Stelvio und bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie die neuen Modelle so aussehen. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit durch den Tag, werden euch alles zeigen. Seid auf jeden Fall gespannt. Wir sind es auch. Bis gleich. So Leute, wir haben jetzt unser Fahrzeug bekommen und zwar haben wir ein Stelvio bekommen für den heutigen Tag. Das ist auch der Stelvio, der 2020 auf den Markt kommt. Wir sind in Bari gelandet, wie ihr gesehen habt, und begeben uns jetzt Richtung Brindisi in den Süden. Alfa Romeo hat uns hier eine ganz coole Strecke rausgesucht mit einigen Stops, die wir zwischendurch einlegen können. Allerdings, dadurch, dass Lufthansa heute gestreikt hat, mussten wir mit Alitalia fliegen und dadurch ist das Ganze so ein bisschen verspätet, weswegen wir nicht ganz so viel Zeit haben. Aber ja, das Wetter ist auf jeden Fall schön, schöner als in Deutschland. Und die ersten Fahreindrücke, ich sag mal, das ist jetzt ein Diesel, ich fahre ja eigentlich einen Benziner, einen 2,0 Turbo-Benziner, ist relativ ähnlich vom Fahrverhalten, da hat sich nicht so viel getan. Aber ich sag mal, im Inneren wurden echt viele Details des Wagens angepasst, was ich persönlich sehr, sehr geil finde. Wie gesagt, ich fahre den Wagen ja schon seit 2 Jahren und es sind einige neue Features dazugekommen, die ich wirklich, wirklich cool finde. Aber darauf gehen wir später auf jeden Fall nochmal ein. Buongiorno meine Freunde, wir haben jetzt Tag 2. Gestern hatten wir leider nicht so viel Zeit, alles zu filmen, weil wir ein bisschen unter Zeitdruck waren. Aber ich erzähle euch mal ganz schnell so, was wir gemacht haben. Wir sind am Flughafen angekommen, haben im Hotel eben was gegessen und dann haben wir einen Wagen bekommen. Und zwar haben wir den Stelvio TI bekommen. Damit sind wir vom Flughafen quasi hier in die Location, also dieses Borgo Egnazia, wie sich das hier nennt, sind wir gefahren. Haben auch ein paar Aufnahmen gemacht mit dem Wagen, die blenden wir euch gleich ein. Da könnt ihr mal so einen kleinen Eindruck von dem Wagen gewinnen. Und heute haben wir Tag 2. Wir werden gleich wieder zurück Richtung Flughafen fahren. Vorher sind noch ein paar Stops geplant. Aber hier habt ihr jetzt einmal einen Überblick über alle neuen Modelle. Also man sieht Stelvio und Giulia in den verschiedensten Ausführungen. Wir fangen einfach mal an mit dem Favorite-Modell, was ich persönlich am allerstärksten finde. Und zwar gibt es im Jahr 2020 den Stelvio als Veloce. Und das ist die Farbe Bianco Trofeo. Eine sehr, sehr schöne Farbe, ist so ein Dreischichtlack mit den schwarzen Felgen. Was hat sich am Wagen verändert? Man sieht hier, diese Leiste, die war ja vorher aus Plastik, die ist jetzt in Wagenfarbe, was ich persönlich sehr, sehr schön finde. Das gab es ja vorher nur bei den Quadrifolio-Modellen. Deswegen finde ich es schön, dass sie es auch bei den normalen Serienmodellen verbaut haben. Ich finde, das gibt dem Wagen nochmal eine ganz, ganz andere Optik. Hier sieht man nochmal das Veloce-Zeichen. Die Wagen sind natürlich individualisierbar. Es gibt ja auch mit Carbonspiegeln, was dann nochmal einen Ticken brutaler aussieht. Hier finde ich auch ganz schön in schwarz eingefärbt. Sonst bei den älteren Modellen gab es das ja teilweise in Chrom bzw. in Silber. Aber ich finde die Kombination, wie der Wagen hier steht, in der Farbe Bianco Trofeo,
mit den schwarzen Felgen. Richtig, richtig geil. Hier sieht man den Veloce Ti, welcher auch extrem, extrem sportlich aussieht. Also das sieht immer mehr nach Quadrifoglio aus, sage ich jetzt mal. Natürlich nicht von der Leistung, aber rein optisch gesehen kommt das an das Quadrifoglio-Modell natürlich sehr, sehr stark ran. Ja, da seht ihr einmal die ganze Palette, viele verschiedene neue Farben, wie ihr sehen könnt. Das Grün ist neu, dieses gelbliche Orange ist neu. Wir werden jetzt mit der Giulia Sprint uns Richtung Flughafen begeben. Und den Wagen werden wir euch gleich mal von drinnen in Ruhe zeigen, euch ein bisschen erklären, was neu geworden ist, was sich verändert hat. Und dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. I've been on the flex since flex zone. So Leute, wir sitzen jetzt in der Giulia drin, werden uns gleich auf den Weg machen. Aber bevor es losgeht, erzähle ich euch mal ein bisschen, was sich so verändert hat an dem Wagen. Also man kann sehen, das Lenkrad ist auf jeden Fall neu, hat viel bessere Griffmöglichkeiten, ist ein bisschen massiver geworden. Ich denke, für ein sportliches Fahren ist das auf jeden Fall sehr gut geeignet. Habe ich auch schon gestern feststellen können, dass man damit einfach irgendwie noch ein sportlicheres Feeling hat. Die Schaltwippen sind auf jeden Fall geblieben. Wie ihr sehen könnt, die finde ich persönlich sehr brutal. Hat auf jeden Fall was sehr, sehr Sportliches. Der Schaltknüppel, wie man sieht, der ist ein bisschen größer geworden. Hier seht ihr noch die roten Nähte, was ich sehr schön finde. Italienflagge eingebaut und hier alles mit Carbon besetzt, was ich echt sehr, sehr sexy finde. Und man sieht, dass die ganzen Klavierlackelemente noch eingebaut wurden. Das gab es vorher bei den alten Modellen nicht. Auch hier nochmal um die Getränkehalter herum. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Hier auch nochmal Carbon. Vom Display hat sich im Prinzip nicht viel geändert, außer dass das Display ein bisschen größer geworden ist und das Display hat einen Touch bekommen. Wie ihr sehen könnt, ich finde, das hat ein sehr, sehr cooles Interface. Das werden wir gleich nochmal im Detail ein bisschen zeigen. Und dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg und fahren los. Wieder zurück in der Giulia, haben gerade einen kurzen Stopp in Alberobello gemacht. Eine sehr, sehr schöne kleine Stadt. Ihr habt gesehen, das Besondere an dieser Stadt sind diese Steindächer, die so ründlich gebaut sind. Habe ich auch zum ersten Mal gesehen, aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also wir begeben uns jetzt auf die letzte Etappe unserer Reise und die ist wieder Richtung Flughafen. Wir haben auch nicht mehr allzu viel Zeit, leider deswegen der Wagen auf Dynamik. Wer es noch nicht kennt, das nennt sich DNA bei Alfa Romeo. Und zwar sind das die drei verschiedenen Fahrmodi. Das D steht für Dynamik, das N steht für Neutral und das A steht für Alternativ. Also Dynamik ist der sportlichste Fahrmodus. In dem habt ihr einfach die meiste Power, die meiste Aggressivität, sage ich jetzt mal, wenn ihr das Auto fahrt. Das gab es ja schon in den letzten Alfa Romeo Modellen. Ich persönlich finde es sehr, sehr geil. Also wenn man wirklich auf D stellt, dann merkt man auch einen kompletten Unterschied vom Fahrverhalten. Der Wagen ist einfach viel aggressiver, das Gas zieht direkt und es macht einfach mehr Spaß. Neutral ist, ich sag mal, der normale Fahrmodus und alternativ ist der Fahrmodus, in dem der Wagen den geringsten Verbrauch hat und einfach so ein bisschen entspannter ist. Also wenn ihr jetzt entspannt durch die Gegend cruisen wollt, ist das der beste Fahrmodus. Aber wenn ihr den totalen Fahrspaß bei dem Wagen erleben wollt, empfehle ich euch auf jeden Fall mal den Dynamik-Fahrmodus auszutesten. Für alle von euch, die noch nie mit der Marke Alfa Romeo in Kontakt getreten sind, geht gerne mal zum Alfa Romeo Händler, leiht euch mal so einen Wagen aus für einen Tag, für eine Probefahrt und dann wisst ihr einfach, von welchem Feeling ich spreche. Also dieses Fahrfeeling, dieser Fahrspaß, den diese Autos vermitteln, ist einfach brutal meiner Meinung nach. Wie gesagt, ich fahre das Ganze ja schon seit 2 Jahren. Ich weiß, wovon ich rede. Hab da mega Spaß an dem Auto nach wie vor immer noch. Die Marke hat einfach eine Historie. Die Marke ist einfach was anderes. Also ich sag mal, vor allen Dingen in Deutschland, sage ich jetzt mal, siehst du überwiegend wirklich immer dieselben Autos. Und von daher ist so eine Marke wie Alfa Romeo einfach mal was anderes. Es ist auffällig.
besonders durch die Farben, durch die Formen, die sind einfach ja nicht Standard, sage ich jetzt mal. Und ich merke das einfach, seit ich das Auto fahre, wie die Blicke der Menschen einfach sind. Viele sprechen einen an, Alfa Romeo, große Geschichte, bla bla bla. Also das ist wirklich was Besonderes und von daher empfehle ich euch auf jeden Fall, checkt die Marke mal ab, um euch mal selber ein Bild davon zu verschaffen, damit ihr wirklich wisst, wovon ich hier spreche. Und wir werden jetzt auf die Autobahn fahren und dann werden wir mal die ganzen neuen Features, sprich Spurhalteassistent, toter Winkelassistent und so weiter, die werden wir mal ein bisschen näher testen. Die gab es ja auch schon teilweise bei den alten Modellen, aber wir checken das Ganze jetzt nochmal ab, ob sich da was verändert hat oder nicht. So Leute, wir sind wieder am Flughafen von Bari angekommen. Wir fliegen jetzt zurück nach Deutschland. Fazit zu der Reise: Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, die neuen Alfa Romeo Modelle zu testen. Konnten auf jeden Fall einen Eindruck gewinnen vom Stelvio und von der Giulia. Die Strecken, die sie uns rausgesucht haben, waren perfekt und die kleinen Aussichtspunkte, Aussichtsorte, die auf der Karte waren, waren auch super cool. Hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Die Alfa Romeo Modelle sollen im ersten Halbjahr 2020 auf den Markt kommen. Ich weiß leider noch nicht genau, wann sie auf den Markt kommen werden, aber ihr werdet es mit Sicherheit erfahren. Wie gesagt, ich hoffe, ihr konntet einen coolen Eindruck von den Fahrzeugen gewinnen. Und nochmal an alle, die mit der Marke noch nicht so viel zu tun hatten, geht einfach zum Alpha-Händler, testet das Ganze mal aus, um dieses Feeling einfach mal vermittelt zu bekommen, wovon ich die ganze Zeit gesprochen habe oder wovon ich geschwärmt habe in den Videos, damit ihr das einfach selber mal am eigenen Leib erfahrt. Falls euch das Video gefallen hat, vergesst natürlich nicht, den Daumen nach oben da zu lassen, abonniert den Kanal. Ich weiß, das war mal ein bisschen anderes Video als meine sonstigen Videos, aber sowas wird in Zukunft sicherlich auch häufiger kommen. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.